Heute spreche ich mit Christine über unsere Gemeinsamkeit der chronischen Blasenentzündungen, von etlichen Untersuchungen und wie ein Pudendusblock ihr endlich Klarheit bringt. Und weshalb es dann zu einer 8-stündigen Gefäß-OP kam, die auch noch wiederholt werden musste. Willkommen zu der 14. Folge von Vascular Voices. Schön, dass du da bist und zuhörst. Ja, hallöchen und willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir über deine Geschichte und vor allem deine beiden OPs sprechen kann. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, mit dir, laut zu werden auf jeden Fall und unser Erkrankungsbild, ja, größer zu machen nach draußen hin. Ja, Ja, absolut. Da sind natürlich solche Erfahrungen, wie du sie hattest, auch super wertvoll für alle, die jetzt zuhören absolut. und vielleicht selber vielleicht auch so eine OP schon hatten, die du hattest, oder halt noch vor der Entscheidung stehen und noch gar nicht wissen, in welche Richtung geht es. Genau. Ja. Ähm, Vielleicht magst du einfach kurz mal sagen, wie so dein Weg bis zur Diagnose der Gefäßkompression war. Also, haben bei dir in der Kindheit vielleicht schon irgendwelche Symptome angefangen? Welcher Arzt hat irgendwie den ersten Verdacht geäußert? Was hattest du für Beschwerden? Und vor allem natürlich, welche Gefäßkompressionen sind dann bei dir diagnostiziert worden? Ja, also ich hatte mir, deinen Podcast angehört und da hattest du auch erzählt, dass du als Kind schon, Probleme mit deiner Blase hattest und genauso ging's mir auch. Also, ich konnte das so Ach. nachempfinden. Meine Eltern waren auch früher ratlos, die wussten es nicht, weil es waren mal Bakterien, mal keine und meine Mutter weiß noch, dass sie mich immer in die Badewanne gesetzt hat, damit ich Pipi machen konnte, weil Oh. ich nicht loslassen konnte, weil es halt so hart wehgetan hat wohl. Und ich erinnere mich wirklich an viele Blasenentzündungen, ja. Die dann aber auch keine waren oder Pilzinfekte. Ja, Mhm. und so fing das dann halt auch an. Also, es ist, nach der Endometriose-OP entstanden. Also, ganz plötzlich fingen extreme Beschwerden an, die ich gar nicht zuordnen konnte im Bauchbereich. Und mein Frauenarzt, ja, wusste sich dann auch nicht mehr weiter, bis er dann irgendwann von Endometriose sprach, dass das, eventuell sein könnte. Und dann bin ich halt in so 'n Zentrum und die haben das auch bestätigt und ich habe mich operieren lassen und danach wurde alles nur noch viel schlimmer. Oh. Also, dann fing dieses extrem scharfe Brennen im Intimbereich an. Das kam, in Wallungen, also, es kam unregelmäßig. Das Wort wegätzend habe ich auch noch im Hinterkopf, was du meintest, dass dir das die Harnröhre wegätzt, weil Oh, da genau kriege ich jetzt ah, Gänsehaut. ja, Wenn du das nur so ist sagst und es. ich dran denke, Ja, kriege ich richtig Gänsehaut am ganzen Körper, wirklich. ja. Ich habe sogar aufm Kopf habe ich Gänsehaut grade. Boah, es ist so. Es ist wirklich so. Also, man kann's den Leuten nur so beschreiben, weil Mhm. man macht das durch. Es ist boah. Ja, auf jeden Fall habe ich mich selber auf die Suche begeben, weil ich wurde in Kliniken, also in der Notfall Station, wo mein Freund mich dann hingebracht hat, weil ich vor lauter Schmerzen nicht mehr wusste, wohin. Die haben mir ja dann auch nur 'ne Ibuprofen gegeben und mich abgewimmelt von wegen, „Gehen Sie mal, in die, Frauenklinik." Und dort wurde ich auch abgewimmelt, weil das war grade Corona, weil ich war nicht schwanger, deswegen war ich nicht wichtig. Und dann habe ich selber im Bett gelegen, so verzweifelt wie ich war und habe gesucht und gesucht. Und dann bin ich irgendwann, also ich glaube, das war im August 2021, und dann bin ich im Oktober 21 auf den Arzt in Herne gestoßen, Dr. Appelt ist ein Tierarzt, egal. Jedenfalls der, machte, Pudendus-Blocks. Mhm. Und ich bin da schon auf Pudendus Nerv gestoßen, ja, und ich habe da sofort mit dem Kontakt gesucht und, wir haben diesen Pudendus-Block im November dann gemacht und das war also definitiv 100% der Pudendus-Nerv, der so gebrannt hat. Und Mhm. vorher wurde mir halt immer gesagt: „Pilz, das sind diese Pilze, das sind diese Pilze." 100 Cremes, die ich mir aufgetragen habe. Es war auch schon von diesen ganzen Cremes alles wund, dass mein Urologe gesagt hat: „Das geht ja nicht." Und dann haben wir irgendwie, glaube ich, Cortison drauf gemacht, dann war das wieder okay, aber ja, dieses Okay, also Missverständnis. ganz kurz noch mal zurückspulen. Ja, Mir fehlt da grade, glaube ich, irgendwie so 'n Übergang. ja, Ähm,
du meintest, so rückblickend hast du festgestellt, stimmt, als Kind hattest du schon, Probleme beim, Urinlassen und Ja, auch schon Schmerzen. ja, Und dann bist du direkt so zur Endometriose-OP geswitcht und dann dachte ich ja, so: „Okay, wie kam die denn?“ ja, Ähm, also, ich gehe mal davon aus, dass bei dir so der Klassiker war, dass in deiner Pubertät dann Menstruationsschmerzen ja, gekommen ja, sind. übelst. Also, ja. Und in welchem Alter war dann, die Bestätigung, dass du Endometriose hast und da, 'ne Laparoskopie brauchst? Ja, jetzt erst. Also, das war 2021 und da war ich, Moment, ich bin jetzt werde 42, ja, so 38, mit 38 und, als Teenie hatte ich halt diese starken Schmerzen mit, ja, fast Ohnmacht, also, fast in Ohnmacht kippen, weil man diesen Schmerz nicht aushalten konnte. Und damals, was gab's denn da für Tabletten, die wir nehmen konnten? Also, da gab's, glaube ich, gerade dieses, für Frauen, dieses, Dolomin für Frauen. Mhm. Ja, das habe ich dann immer genommen. Aber Also, hattest du auch die Pille genommen gehabt ja, und hat die dir auch nicht so geholfen mit nein, Schmerzen? Mhm. mm, gar Mhm. nix, ja. Ich habe das immer ausgehalten, weil es war ja normal, ne? Ja, ne? Irgendwie. Also, Ja, Menstruation bei Frauen, das tut halt weh, ne? Wenn die ja, Mutter das auch schon hatte und die Oma und, ja. genau. Ja, das Och muss man Mann. halt aushalten, ne? Ja. Mhm. Und wo hattest du dann deine, Endometriose-OP, wenn ich fragen darf? Die war in Bochum, genau, im Endozentrum bei der Frau Doktor Gabriele Bonatz heißt die. Mhm. Die ist eigentlich auch ganz fit so in allem, aber auch da also, die haben das, ja, ich weiß nicht, die haben die Herde weggemacht, und danach bin ich mit diesen brennenden Beschwerden da auch noch mal hin und dann wurde auch was von Vulvodynie gesprochen und so, aber das passte alles nicht. Ich sollte Yoga machen, damit ich mich da unten entspanne und all so was. Das hat ja Ne. gar nichts Ja gut, bei gebracht. manchen kann es ja helfen, ne? Ja, durchaus. Aber es ist ja oft so, dass man ja, wenn man so 'n langen Leidensweg auch hatte, dass man ja eigentlich auch schon alles probiert hat. Ja. Also, muss man ja auch sagen. Und wenn dann noch solche Tipps kommen mit: „Mach doch mal Urlaub“ oder „Mach mal 'n bisschen Yoga, entspann dich mal, mach irgendwelche Beckenbodenübungen“, Ja, da weiß man dann schon gar nicht mehr, wie man damit umgehen soll. Ich habe dann auch irgendwann gedacht, so, ich reagiere einfach gar nicht mehr drauf, wenn's heißt: „Probier doch mal Vitamin D.“ ja, genau. Ähm, weil ich frage mich dann: „Was denkt ihr denn, was ich all die Jahre probiert habe? Ja, Nix.“ ja. Ich habe auch in meinem Job, als ich noch arbeiten konnte, habe im Reform und Kräuterhaus gearbeitet und da waren halt auch viele Kunden, die gesagt haben: „Sie arbeiten doch hier, haben Sie denn nichts, was Ihnen helfen kann?“ Ja, und diese ganzen Ratschläge halt, ich konnte es irgendwann nicht mehr hören. Mhm. Dieses Einmischen da, also ganz lieb, aber war halt Mhm. fehl am Platz. Ja, Mhm. Und das heißt, also, nach der Endometriose-Sanierung, wo auch Herde gefunden wurden, ne, ja, ja. ähm, ging's dir danach nicht besser? Nein. Also, ich weiß noch, dass ich am zweiten Tag im Krankenhaus, gemerkt habe, dass ich nicht zur Toilette kann. Und ich habe gedacht so: ob das vielleicht noch von der OP ist und hatte das auch angesprochen. Ja, es kann sein, dass du durch die Narkose und so, aber das ist dann geblieben. Also, der Harnverhalt hat sich ab OP, auch komplett geändert bis heute. Ich Und war denn weißt du, ob Endometrioseherde an der Blase oder so waren, dass man das da irgendwie Ne, die war tief im Becken, hat man mir gesagt, im linken. Aber mhm, an Blase war nix. mhm. Und dann? Ja, dann, ist ja da die, Pudendusneuralgie-Reise entstanden. Also, ich habe halt gesucht, was das sein kann. Brennen im Intimbereich, ja, dann trifft man auf vieles, unter anderem eben auch hier, der Dr. Possover aus, der Schweiz, der hatte ja auch eine schöne Infoseite. Da habe ich alles aufgesogen Mhm. und, von über Krampfadern im Becken, wo ich dann da sogar diesen Weg noch eingeschlagen bin, habe ich mich extra noch untersuchen lassen bei einem Gefäßchirurgen. Alles in Ordnung, da ist nix. Ja, Mhm. dann habe ich auch, nach diesem Pudendusblock habe ich auch noch so 'ne Blasenmessung machen lassen, wie der Harnverhalt halt ist, und der war halt total gemindert. Also, man hat das Gefühl, die Blase platzt gleich, obwohl da nur 500 Milliliter drin sind. Du hast ja 'n ganz anderes Gefühl im Kopf, was die Blase dir vermittelt. Und, da hat sich auch bis heute nichts dran geändert.
Also, das hat wohl mit dem Pudendusnerv zu tun. Ja. Das ist der letzte Wissensstand. Ja, und dann, weiß ich nicht, habe ich dann lange nichts gemacht, glaube ich. Also, gesucht und dann bin ich halt, bei Doktor Putz. Das war so mein erster Schritt. Also, Neurolo hattest du diesen, Pudendus-Block gemacht gehabt Mhm, in Herne? ja. Wie war das? Das ist also, die spritzen Cortison unter Narkose an den Nerv, durch beide Pobacken und, dieses Cortison legt den Nerv still und, man musste auch 'n Katheter tragen, weil man dann auch, nichts gemerkt hat beim Urinieren Mhm, und, ja, und die Schmerzen waren weg. Also, das Brennen war weg mhm. sozusagen unter dieser Narkose. Und dann war für den Arzt damals klar, das ist auf jeden Fall der Pudendusnerv. Und dann bin ich noch mal hin und habe mir regelmäßig alle 3 Monate genau, so bin ich so ein bisschen mit, über die Zeit gekommen, habe mir Botox spritzen lassen. Das hat aber auch nur bedingt geholfen. Und es hat sich abgezeichnet, dass der Nerv extreme Hochphasen hatte während meines Zykluses, also durch meinen Zyklus. Das war ganz deutlich. Ich habe 'n Schmerztagebuch geführt und man konnte an den Tagen sehen, wo ich flach lag, und gar nichts mehr ging. Ja, und, genau. Also, das heißt, die Schmerzen wurden stärker, wenn du auf deine Menstruation zugegangen bist? Ja, genau. So Mhm. Schmerzspitzen, richtige, die mich umgehauen haben. Damals war ich auch ja gar nicht eingestellt mit Tabletten, weil es wusste ja keiner irgendwas und, habe halt diesen blanken Nervenschmerz gespürt. Ich war 'n bisschen auf Pregabalin, aber das hat ja auch nicht wirklich, Mhm. betäubt, sage ich jetzt mal und Ja, ist das komisch, ne, weil's ja heißt, es ist extra, 'n ja, Nervenschmerzmittel. Weiß nicht, bei mir hat das auch nicht, also Pregabalin, Gabapentin. ja, Ähm, ja, ich habe da eher Nebenwirkungen mehr gehabt, als dass es mir irgendwie geholfen hat, ja, leider. leider. Hattest du auch schmerzfreie Tage? Also, da wenig. Die habe ich jetzt durch die OP tatsächlich. Also, ich hatte keine schmerzfreien Tage. Auch Mhm. nicht mit dem Botox, obwohl ich habe es immer gemacht, weil ich daran geglaubt habe, dass Botox mir irgendwie 'n bisschen hilft, aber da waren keine das war der Nerv, der war immer an. Also, Ja, mindestens auf krass. Stufe 3. Und Ja. sonst hast du irgendwelche Trigger erkannt? Also, ich finde es halt immer sorry, dass ich so nachfrage, aber es betrifft mich ja Nö. selber halt auch und ich Ja, werde ja. halt auch oft gefragt von anderen, denen's halt ähnlich geht, die dann sagen: „Ja, wie hast du's jetzt hingekriegt, dass der Pudendus nicht mehr so wehtut?“ Weil das war bei mir auch irgendwann 'n Dauerzustand. Ja, Und, ich habe halt immer gemerkt, irgendwann gemerkt, dass es halt wirklich verschiedenste Trigger gibt, wo dann der Nerv einfach krass reagiert. Also, das Banalste ist auf 'm Feldweg laufen und weil der Feldweg uneben ist, hat das irgendwie gereizt, ja. ne? Ach Oder krass. auch Intimrasur. Ich dachte zum Beispiel immer, dass ich vielleicht irgendwie auf das Waschgel reagiere oder irgendwas, ne? Ja, Bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe, ich glaube, da hat auch Andreas mir den Tipp gegeben, so: „Ja, kann das ich glaube nicht, dass das am Duschgel liegt. Das kann er sich nicht vorstellen. Das ne, liegt wahrscheinlich eher am Rasieren, und dass davon irgendwie der Nerv getriggert wird.“ Und, seit ich mich nicht mehr rasiere, also krass, wie intim ist das hier eigentlich grade, ja, aber das ähm ist ja genau das, was aber wir irgendjemand wollen. muss es ja auch sagen. Seitdem habe ich nie wieder nach 'm Duschen brennende Schmerzen gehabt. Ja. Ach, krass ist das, oder? Also, ganz Ja, das komische ist Sachen, ja, ne? ja. Ja, also bei Ja, mir war's nur das Stehen, das lange Stehen, wenn ich irgendwie im Job dann ja, noch, dann ne, innerhalb von 2, 3 Stunden, boah, so krass zugenommen, der absolut, Schmerz. ne? Ja, Das lange Stehen, genau. Oder ja. langes Sitzen auch. Sitzen ging gar nicht. Also, ich habe mir alle möglichen Formen von Kissen mit Löchern drin, Ja, ich Gummikissen, auch. Luftkissen, ja. Ich sitze auch immer heute noch auf 'nem Luftkissen. Ich auch, habe alles Mögliche ausprobiert. Ja, weite Hosen, enge Klamotten gingen gar nicht mehr, da unten rum wenig, ne, dass ich irgendwie Ja, so immer ja, ja. ich war also Okay. ja. So, ich merke, wir schweifen irgendwie so voll ab. Eigentlich wollten wir ja über was anderes reden. Wir müssen da jetzt erst mal zu diesem Thema überhaupt hinkommen. Ja, wir arbeiten uns vor, Genau. So, Marlene. jetzt sag doch mal, wie kam's denn zu dem Verdacht, dass du Gefäßkompressionen hast? Das war Doktor Andreas Putz. Also, durch diese Neurolyse, das war, im Februar 2023, und da, hat er das gesehen. Der hat Krampfadern gesehen, am Nerv
Und, stand auch im Bericht, May-Turner Verdacht auf May-Turner und Nutcracker-Syndrom und, mit dem Verweis dann nach Dr. Scholbach. Und den Weg bin ich dann auch gegangen. Mhm. Ja, und Dr. Scholbach hat dann halt geschallt und einiges gesehen dann, noch mal. Also, ich weiß noch, auf der Fahrt dahin die ganze Zeit nur gedacht: „Bitte finde was, bitte finde was, bitte finde was.“ Man will ja eigentlich, dass nichts gefunden wird, aber in Ne, dem Fall dann nicht. also, ich glaube, wir sind wirklich, in der Situation, wo wir uns dann alle nur noch wünschen, dass wa endlich was gefunden wird nach Ja, all den Jahren, ja, weil dieses ständig hören, äh, „Sie sind gesund, es ist nix, die Blutwerte sind top“, ja, weil man denkt, wenn man was findet, dann kann man doch wenigstens was tun. ja, genau, ganz genau. Da kann man handeln, ja. So stagniert man irgendwie. Mhm. Ja. Ja, und dann Dr. Scholbach, ja, ich glaube, dann war die Verbindung zu Dr. Sandmann. Konnte ich mir überhaupt nicht leisten. Das ist ja utopisch, was man für so 'ne OP da bezahlt privat, ne, auch, in der Schweiz. Also und dann, ich weiß, glaube ich, durch, Instagram bin ich dann an, Dr. Almakabla gekommen, durch eine Patientin, das war, glaube ich, die Lisa, da hast du bestimmt Mhm. auch schon mal gelesen. Ja, ja. Die Mhm. hatte das erwähnt, dass sie, bei Dr. Almakabla war und dann hatte ich halt auch die große Narbe gesehen und sie hat jetzt nicht so viel davon veröffentlicht, aber man konnte sich das, denken, dass sie da diese OP hatte. Und dann habe ich Dr. Almakabla angeschrieben und 'n Termin gemacht. Mhm. Ja. Ich weiß grad nicht, ob du's vorhin durcheinander gebracht hast oder ob ich falsch zugehört habe, weil du meintest Schweiz. Sandmann ist ja nicht in der Schweiz. Ja, ne, Do Der Dr. Pussover Du ist in meinst der Schweiz, ja. Possover, ne, oder Pussover. Possover, je nachdem. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie man ihn ausspricht, Ja, genau. Ah Pussover ja. finde ich schöner. Possover finde ich auch, hört sich eleganter an. Ja, genau. Hört sich eleganter an. Ja, mit ihm hatte ich mich ja auch ganz lange beschäftigt, Ja, wo ich dann dachte: „Mist, es gibt nur den“, und irgendwann habe ich ja dann auch Putz endlich in 'ner Selbsthilfegruppe gefunden und dachte: „Ach, Gott sei Dank in Deutschland.“ ja, Genau, aber mein Weg war ja genauso Schollbach und er hatte dann empfohlen Sandmann und, die OP ist natürlich halt wirklich teuer, da es ja ja, privat gezahlt werden muss. ja, Und das ist dann natürlich bei, Dr. Alma Kaplan, super, weil er ja 'n Kassensitz hat, ne, und das dann ja, über die Kasse läuft. genau. Ja, und der ist genauso gut meines Eracht was heißt, ich kann's nicht sagen genauso gut, aber Mhm. er ist 'n auf jeden Fall 'ne Koryphäe, was das betrifft. Also, ich Also, habe er hat mich ja sehr zumindest bei Sandmann gelernt, ne, ja, scheinbar. Weißt du da ja. irgendwie Näheres? Weil ich hatte mit ihm noch keinen, also, mit beiden keinen privaten Kontakt. Also, viel hat er jetzt nicht erzählt. Also, ich weiß, dass er Mhm. bei, Dr. Sandmann gelernt hat, Dr. Almakabla, 1 oder 2 Jahre oder die haben auch zusammengearbeitet, in Mhm. einer Klinik und er hat halt eben diese Technik übernommen, sag schnell, die Prothese einzunähen. Das Mhm. sind ja dann ganz viele einzelne, die setzt sich aus ganz vielen einzelnen Ringen zusammen und die nähen die irgendwie in der OP alle zusammen um diese Vene herum. Ach, ich dachte, das ist wie so 'n Stück Rohr. Genau so sieht das am Ende aus, aber dieses Rohr würde wohl, aus mehreren Ringen bestehen. So Ach, habe ich das okay. verstanden. Ja, aber ich könnte aber auch noch mal nachfragen. Es sieht Mhm. nachher aus wie 'n Röhrchen, ja. Mhm. Oder wurden dann vielleicht mehrere Röhrchen, ne, du sagst mehrere Genau. Ringe, ne? Ja, Vielleicht, dass man's individuell halt von der Länge her anpassen kann, ist ja, ja bei jedem wahrscheinlich unterschiedlich. genau. Mhm. Ja. Ja, Und und wie dann war so dein Termin? Also, du bist dann hattest du 'n Telefontermin bei ihm oder, bist du hingefahren? ja, ich bin Was hat hingefahren. er von dir gebraucht? Haben ihm die Schollbach-Untersuchungen gereicht? Ja, auf jeden Fall, da hat er sehr viel Wert drauf gelegt. Aha. Und das hat auch dazu geführt, dass er mich noch mal operiert hat, weil Dr. Schollbach dann nach der ersten OP, dann gesehen hat, dass da noch eine Kompression ist. Alles andere aber top war. Also, die OP war erfolgreich, aber nicht ganz. Also, da war noch irgendwas abgeknickt. Aber da kann ich auch gleich noch mal zu kommen. Ja. Wie Ja. war denn Was hat er denn bei deiner OP denn genau gemacht? Also, der hat, über 8 Stunden operiert. Er hat gesagt, er hat so was noch nie gesehen. Es ist Bindegewebe in meine Beckenvene gewachsen
und noch zusammen mit einer anderen Arterie verwachsen. Das heißt, da ging gar nichts mehr. Und er ist hingegangen und hat diese Vene aufgeschnitten, hat das Narben oder dieses Gewebe da, entfernt, hat es wieder zugenäht, hat meine Beinvene hat mir 'ne Fistel gelegt, hat meine Beinvene mit der Beckenvene verbunden für die Durchblutung. Und ich glaube, wie lange musste ich das? Ich glaube 2 oder 3 Wochen, und dann hat er die, Fistel irgendwann zugemacht und dann war wieder, der normale Kreislauf gegeben. Ja, Okay, krass. Habe ich noch gar nicht gehört, so was. ja. Ja, das ist auch, glaube ich, bei jedem total individuell, Ja, würde ich verrückt. meinen. Also, ja, als ich klar war und, er mir das dann gesagt hat, ich wusste auch nicht, was ich sagen sollte. Einfach nur Und also sprachlos. hat er, wo hast du dann sozusagen die Prothesen, die ja dann die abgedrückten Venen ummanteln, wo hat er dir die gesetzt? Also, einmal an der linken Nierenvene und einmal an der rechten Beckenvene. Mhm. Ja. Und an der linken Beckenvene? Ja, da war wohl nix. Da Also, war da nix. Ist interessant, weil ja. meistens heißt es, My Turner ist links und Ah, nicht okay. rechts, Ja, interessant. ne? Und deswegen sind dann oft Leute, die dann sagen: „Ja, kann ja auf mich nicht zutreffen, weil meine Beschwerden sind ja auf der rechten Seite", Ja, ne? ob man dann danach so gehen kann, ich weiß Ja. nicht. Hat er noch Vielleicht weitere Sachen, gemacht während der OP? ne, nicht, dass ich wüsste. Also, das war Also, das, dass du irgendwie 'n Absenken von deinen Nieren hast, weil Sandmann, näht die ja oft dann gerne an den Rippen fest, dass die nicht ja, mehr so abrutschen im Sitzen und Stehen. genau, das wollte er nicht machen. Wollte er nicht Also, machen. ja, weil er sagt, das wäre eigentlich was für die Urologie, und wenn er Mist baut oder irgendwas läuft schief, das könnte er dann nicht mit sich vereinbaren, weil das nicht sein Metier ist. Also, Mhm. er sagt, er macht es auf Wunsch natürlich, aber er würde lieber davon abraten. Ja. Mhm. Ja, meine Niere sitzt im Becken tatsächlich, das stimmt. Ich merke Ja. das manchmal. Hast du das auch? Na, ich hatte das, Ja, dass die glaube ich. stark abgerutscht sind, im Sitzen und im Stehen. Ich hatte Ja. damals in Neubrandenburg schon, extra da ein Nierenszintigramm, glaube ich, heißt es, gemacht. Mhm. Das haben die natürlich im Liegen gemacht, ne? Und weil ich ja dann aber Connections hatte, Mhm. habe ich zum Andreas gesagt: „Wir müssen das auch im Sitzen machen." Und er Ja, hat dann halt gesagt so: „Wir müssen das auch im Sitzen machen." ja, Und dann haben die selber alle, große Augen bekommen, weil die das gar nicht glauben konnten, dass sich da die Position der Niere so extrem ändert. Also, ja, natürlich ist es 'n bewegliches Organ, das weiß man, aber dass es wirklich so abrutscht im Körper und ja. meine hat sich dann noch auch irgendwie verdreht. Also, Oh. ich habe es wirklich halt auf 'nem Bild. Also, ich kann Ja, das ja auch vielleicht mal, auf d Instagram in 'ner Story zeigen oder ja, so. Das das ist ist wirklich total spannend. interessant, Ja, das auch mal auf'm Bild zu sehen, wie die ja, abrutscht. ja. Und durch meine Autotransplantation, ja, ist ja die jetzt im Becken sowieso da. Und die haben die ins Becken verpflanzt, ne, dass sie nicht mehr rutschen kann? Ja, das hat jetzt nicht den Grund, dass sie nicht mehr rutschen kann, Ach so. sondern den Grund, das macht man tatsächlich auch bei Spendernieren. Ähm, Ah, Das wusste ich nicht. Ich habe auch immer gedacht, dass, sozusagen die nicht funktionierende Niere rauskommt und an die gleiche Stelle kommt dann die Spenderniere, also ja, die Fremdniere. Dem ist aber nicht so. Die Niere wird tatsächlich nur entfernt, wenn sie krankhaft verändert ist, Tumor oder irgendwas, dass sie raus muss. mhm. Ansonsten bleibt die einfach im Körper und man bekommt die Spenderniere ins Becken gesetzt, Oh, ne? okay. Und, genau, und jetzt habe ich halt meine eigene, Im Becken. jetzt rechts im Becken und aufm Ultraschall sieht es immer aus, als hätte ich Zwillinge. Ja, das ist 'ne Walnuss. Mhm. Ja, und, aber frag mich nicht, ob jetzt die rechte, die ursprünglich rechts ist, dadurch so 'n bisschen angehoben ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die trotzdem rutscht, aber zumindest links halt nicht mehr, Ja, ne? Also, okay. das Nussknacker-Problem ist jetzt bei mir behoben dadurch. Sehr schön. Na, wenigstens. Ja, ähm, ich glaube, ganz viele, die zuhören, würden gerne auch noch wissen, welche Beschwerden hast du denn gehabt? Also, du hast ja gemeint, du hattest die Neurolyse Mhm. in Neubrandenburg. Ähm, und wie ging's dir denn danach? Also, sind danach deine brennenden Schmerzen verschwunden? Leider nicht, ne? Auch nicht. Mhm.
Also, Doktor Putz meinte auch, das wäre, wahrscheinlich gar nicht möglich, dass der Pudendusnerv jemals aufhört, da also, jetzt auch mit dieser Diagnose mit den Krampfadern, dass er jemals richtig ruhig sein wird, das glaubte er nicht. Er hat mir damals dieses Ligamentum sub irgendwas durchgeschnitten. Den Muskel, der hat auch eingeengt dann, den Ja, Nerv? genau. Mhm. Das hat man so 'n bisschen gemerkt tatsächlich, aber auch nur 'n bisschen, aber es hat nicht viel gebracht. Mhm. Also, ich stelle mir das immer so vor, wenn irgendwo Krampfadern sind, die füllen sich ja wie so 'n Ballon mit Blut und dann drücken die ja auf den Ja. Nerv. Und, wenn wir Menstruation haben, wird ja mehr Blut produziert. Da stimmst du auch zu, oder? Dass mehr der Körper mehr Blut produziert und mehr Hm, Platz braucht. also, es ist so, dass, durch die Hormone, das Gewebe so 'n bisschen aufgeschwemmt wird. Ah, okay. Das ist so 'n bisschen das, ähm Ja, macht ja auch Sinn. Es ist ja auch Druck, der dann da entsteht, oder? ja, Ja, deswegen haben oft dann welche auch zyklusbedingt Beschwerden, genau. weshalb ja dann das oft auf Endometriose oder Adenomiose geschoben wird. Ja, ja, Aber ja, oft hat man's ja dann irgendwann auch chronisch, wo man denkt: „Hö, was ist 'n jetzt?“ Und es heißt natürlich ja auch, Endometriose kann chronische Schmerzen verursachen. ja, Aber irgendwie überlagert sich das jetzt ja immer sehr stark mit den Gefäßkompressionen. ja, Deswegen ist das 'n sehr interessantes Thema für die Zukunft. absolut. Okay, also du hast es jetzt 2 OPs, die haben irgendwie beide nicht so wirklich geholfen. Hast du aber auch noch andere Beschwerden gehabt, außer den, Blasenschmerzen und Brennen? Ja, also es war, also erstmal hat der ganze Unterleib, der ganze Unterbauch gebrannt und ich hatte Flankenschmerzen links, und auch Beinschmerzen. Ich meine, rechts war das damals, am Oberschenkel. Und, das ist jetzt aber alles weg. Also, bis auf die Flankenschmerzen, die sind immer noch da. Da muss ich auch noch mal hin. Ich muss noch mal zum Doktor Almakabla, weil Mhm. durch die, OP, also nicht durch die OP, nur nach der OP scheint jetzt, noch mal was Neues entstanden zu sein vielleicht. Ich weiß Aber es nicht, wir nach werden sehen. der, 1. OP, also, man muss ja auch dazu sagen, es ist 'n Bauchschnitt, ne, den er dann Mhm. macht, 'n großer Mhm. Bauchschnitt. Ja, Ähm, und er hat dann deine Nierenvene und deine rechte Beckenvene mit der Prothese ummantelt. ja. Und auf welcher Seite war das, wo er gemeint hatte, dass da diese Verwachsungen waren? Das war rechts unten, Das war das auch rechts. war die Beckenvene, genau, die da, Ja. mit Mhm. Narbengewebe verwachsen war. Mhm. Und danach ging's dir dann erst mal gut? Genau, das waren so circa 2, 3 Monate und dann fing das Schlag auf wieder an, so, Schlagartig. Schlag auf wieder an. Ja, Alles und, gut. also, es ging wieder los mit dem Zyklus, mit den Schmerzspitzen und dann habe ich natürlich wieder Kontakt zu ihm aufgesucht und er dann immer so: „Ne, ist 'n was anderes, müssen Sie dann noch mal irgendwie urologisch oder beim Gynäkologen, abklären lassen." Mhm. Ja, und dann bin ich wieder zu Doktor Scholbach. Habe mich da noch mal schallen lassen und er sah, dass da immer noch irgendwas, gestaut ist, wollte dann auch noch mal sich mit dem Doktor Al-Makabblar kurzschließen, weil er das so jetzt auch noch nicht gesehen hatte. Ja, und Doktor Al-Makabblar meinte: „Gut, wenn Doktor Schulbach das sagt, wir schneiden jetzt noch mal auf, wir gucken jetzt noch mal nach." Und dann konnte man sehen bei der zweiten OP, dass mein Körper, mein Gewebe oder meine Organe die Prothese komplett abgequetscht haben, die er da reingesetzt hat und dass dasselbe Kompressionssyndrom wieder entstanden ist. Also, und dann Von hat er der die Nieren oder der Beckenvene? Nierenvene. Die Oha, okay, krass. Also, Mhm. die Prothese wurde einfach zerquetscht? Mhm. Mhm. Also, abgedrückt, richtig. Und, die hatte dann also irgendwie so 'n Knick, sagte der. Konnte der sich auch nicht erklären, was da bei mir los ist. Aber er sagte, er könnte jetzt auch kein anderes Material mehr verwenden, vielleicht das Adamantium von Wolverine, aber, er hofft jetzt, dass das hält. Ja, bis jetzt hält's. Also, bis jetzt fühlt es sich gut an. Also, hat er dann quasi die entfernt und 'ne neue eingesetzt? Ja, genau. Hat die komplett entfernt und wieder neue Prothesen und auch 'ne längere, weil also, unter dieser Nierenvene, da war noch irgendwie was, komprimiert, das hat er da noch, mit reingenommen. Ich Mhm. weiß nicht, was das war. Allerdings, hat er die dann noch verlängert, also, hat, ne, die Prothese, noch mal um 'n paar Zentimeter oder Millimeter verlängert. Mhm. Wie ging's dir denn, wo du erfahren hast, bei Schollbach, dass, du noch mal 'ne OP brauchst und
ja, du noch Mhm. mal aufgeschnitten wirst? Hm, also, zu dem Zeitpunkt war ich beruhigt, dass, da jetzt, nichts Neues entstanden ist, sondern nur was Altes noch mal korrigiert wird. Allerdings, als es dann auf die OP zuging, die wurde auch irgendwie viermal verschoben. Es war auch ganz schön nervenaufreibend. Ui, okay. Ja, also die Woche dann davor, vor der OP, hatte ich so gar keinen Bock mehr ins Krankenhaus, weil ich wusste ja, wie das war und das war also, es dauert wirklich lange, bis man sich davon erholt hat, von diesem Bauchschnitt. Also die erste OP, das war echt heftig. Ich habe richtig lang gebraucht, bis ich auf die Beine gekommen bin. Ich war auch 2 Wochen da im Krankenhaus. Und jetzt, nach der OP, weil ich kannte ja alles schon und ich war viel schneller auf den Beinen. Ja. Mhm. Und, wie lange also, du hast gemeint, du warst 2 Wochen, bei der ersten OP in der Klinik. Wie kann man sich das vorstellen? Wie waren die 2 Wochen? Also, ich hatte Gott sei Dank 'n Einzelzimmer, deswegen fand ich die sehr erholsam. Also, das Personal damals war total lieb und, heute ist das leider 'ne Unfallstation und ist absolutes Chaos da auf der Station, also, super unruhig und ich hatte jetzt auch bei der zweiten OP kein Einzelzimmer. Das hat damals sehr geholfen. Ähm, also, ich erinnere mich und das wird sicherlich jeder durchmachen, du wirst wach und du merkst diesen riesen Bauchschnitt. Du kannst kaum atmen, weil du atmest ja so durch den Bauch und ich habe dann meine Atmung verkürzt, immer ganz leicht nur geatmet. Jeder Atmer war extrem, für diese Narbe und, ja, also, was man machen muss, sich fallen lassen. Einfach fallen lassen, sich dem ergeben, sich dem Körper ergeben, nicht dagegen ankämpfen, sondern Mhm. einfach warten, bis alles von allein funktioniert und nichts übers Knie brechen. Also, ja. Und immer gut gelaunt mit dem Personal sein, weil dann sind die auch echt nett zu einem. Ja, das wird halt irgendwann so also, ist so kurz Familienersatz, ne, für die Zeit, Ja, wo man halt dort ist. ja, man wird gewaschen, man wird umgedreht und, mobilisiert und da kommen Mhm. Physiotherapeutin, die hilft dir dann, so 'n bisschen auf die Beine. Man bekommt 'n Wagen zum Laufen wieder, weil es wirklich, wirklich schwer wieder, mit diesem riesen Bauchschnitt. Also, das war 'ne Herausforderung, aber die kann man durchaus kriegt man hin. Mhm. Ja. Und wann war jetzt die zweite OP? Die war jetzt im März. Ja. Ach, du hattest die dieses Jahr. Mhm. Mhm. Ja. Du hattest deine auch dieses Im Jahr, ne? April. Im April, genau, ja. Ja, Ja. hey, krass, wir hatten doch im März noch geschrieben. Ja, ja, kann Sorry, sein, wenn ich ja. das irgendwie vergessen habe. Nein, Warst ach, du das da schon macht ja gar operiert? nichts. Ich weiß es grad nicht, Es wo war wir geschrieben haben. Anfang März war die OP, ich glaube am 10. Also, kann Okay, sein, dass wir da vorher noch geschrieben hatten. ja. Ja, Und wir uns dann verabschiedet haben mit: „Ja, wir haben jetzt mal beide so genau. Wir unsere sind OP und ja, hören dann wieder irgendwann ja, voneinander." wir sind da mal weg. Ähm, und wie geht's dir jetzt? Also, es sind ja jetzt dann 'n halbes Jahr. Ja, besser, gut. Also, die Tage, die sonst immer mit diesem Pudendusnerv, gefüllt waren, sind weg. Ich habe nur noch Schmerzen, wenn der Zyklus reinkickt, wenn irgendwie, weiß ich nicht, 'n Eisprung ist oder wenn ich, blute. Ich blute ja nicht, ich nehme ja die Pille, die das verhindert. Und, aber trotzdem, es ist ja 'n Vorgang im Körper da und den spüre ich halt. Also, man kriegt ja auch so 'ne Verbindung zu seinem Körper, so 'ne ganz feine. Du merkst halt jeden Vorgang im Körper, ne? Und, stellst manchmal auch alles in Frage. Ist das jetzt so wichtig? Und Mann, also, ich fühle mich gut. Also, der hat auf jeden Fall die OP hat dafür gesorgt, dass ich mehr Lebensqualität zurückgewonnen habe. Mhm. Ich sehe Es mich ist ja oft ja, ne, sag. ne, sag du. Also, ich sitze oft noch mit Wärmeflasche und ich habe Rückenschmerzen und klar, aber ich komme viel öfter raus jetzt als früher. Früher habe ich fast nur im Bett gelegen oder mich in der Wohnung aufgehalten. Mir ging's schlecht und das habe ich jetzt nicht Ja. mehr. Es hat schon 'n starken Einfluss auf dein Leben gehabt, ne? Total, total. Also, Isolation, kein Kontakt mehr zu Menschen. Ganz am Anfang musste ich auch psychologisch betreut werden, weil ich das gar nicht ich war habe auch Angstattacken, Panikattacken. Das war, mein Leben so in der ersten Phase, als alles anfing und alles noch so ungewiss war. Und man lernt ja auch mit der Zeit, mit dieser Erkrankung zu leben und es ändert sich dann irgendwann alles. Also, zum Positiven jetzt aber. Äh, Mhm.
Ja, Ja, weil Gott sei man Dank. Also, ja. das ist ja schön, mal 'ne Erfolgsgeschichte auch zu hören, Ja. ne, dass jemand wirklich sagt so: „Hey, ja, mir geht's wirklich besser“, weil, tatsächlich kenne ich eher mehr Leute, die sagen, ihnen ging's halt nach so 'ner OP schlechter, ne? Ja, das ist Kacke. Das ist richtig mies auf jeden Fall, weil Mhm. man dann so 'ne riesen OP auf sich genommen hat, ne, und dann kein Erfolg. Also, boah, ja. Ne, also jetzt toi, toi, toi. Ich hoffe, das hält. Ich hoffe, die Prothese hält. Ja, hoffe Weil ich auf jeden Fall auch. ja. Bin auch grad überlegen, ich bin grad irgendwie so: „Hä?“ Irgendwie hört sich das so 'n bisschen, auch wenn sich's wahrscheinlich überhaupt nicht so angefühlt hat, aber so wie du's erzählst, hört sich das irgendwie so einfach an. Ja. Also, was Ja. es ja absolut nicht Nicht ist, wahr. ne? Aber man merkt, dass du halt auch einfach total entspannt bist. Ja, das ist es wirklich. Also, man muss irgendwie manche haben dann immer so 'n Bedürfnis oder so 'n Drang und müssen und, sind Mhm. irgendwie schneller, als der Körper das macht, aber Mhm. man muss bei sich bleiben. Und auch wenn man da liegt in seinem eigenen Saft und vielleicht riecht und weil keiner dich grade waschen kann, halt es aus. Es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Es Mhm. sind ganz viele Leute mit dir, die da liegen in ihrem eigenen Saft und nicht gewaschen werden und nach Wunde stinken und nach Blut und ja, also das ist man muss sich dem einfach ergeben, nicht dagegen ankämpfen. Also, Ja, sind deine Beschwerden, also, ich denke mal, dass, die du hast es ja eigentlich schon gesagt gehabt, ne, dass auf jeden Fall du rechts die Beinschmerzen nicht mehr hast ja, und auch die, Flankenschmerzen linksseitig nicht, ja, was ja eigentlich alles bestätigt, ne, dass deine Symptome, die du vorher hattest, ähm, ja wirklich dann durch die OP und die Beseitigung der Engstellen, ähm, sich gebessert hat. ja, definitiv. Und interessant ist ja, dass auch dein Pudendus sich ja scheinbar beruhigt hat und du Mhm. dieses Brennen nicht mehr hast. Mhm. Nicht mehr Und täglich, ja. ja, ohne, also, weil oft wird ja bei empfohlen, dass man die Eierstockvene embolisiert, dass Ja, die Gebärmutter entfernt wird, dass man halt noch ja, mal 'ne Endometriose-OP macht. Und jetzt in deinem Fall sieht man, okay, es wurden einfach die Engstellen behoben, sodass der Blutfluss wieder garantiert ist im ja, Körper. Und scheinbar haben sich dadurch die Kollateralvenen wieder normalisiert oder zurückgebildet, verkleinert und der Druck auf den Pudendusnerv ist nicht mehr so stark wie vorher. ja, genau so. Genau so, das hast du sehr schön gesagt. Ja, macht total Sinn. Absolut, ja. Aber wie toll, also, ne, dass man, das so an deiner Geschichte so deutlich sehen kann, finde ich, Ja, ja, das stimmt. Und ne? wo du grade sagst mit Gebärmutter entfernen, das war, was Doktor Schulbach gesagt hat: „Auf gar keinen Fall die Gebärmutter entfernen“, weil das ist das, was der als Erstes gesehen hat. Der hat den Ultraschallkopf auf meine Gebärmutter gelegt und sah einfach nur 'n Feuerball, also, weil die so arg durchblutet war. Der sagt: „Das ist nicht normal.“ Die wird praktisch dazu genutzt, ja, als diesen Umgehungskreislauf. Also, das läuft alles über die Gebärmutter und wenn man die entfernt, dann wird ja alles noch schlimmer. Wo soll denn das ganze Blut hin? Also, wenn nicht über die Gebärmutter, wenn das da gesteuert wird. Deswegen, wie viele mir boah, das ging mir so auf 'n Nerv früher. „Ach, lass dir doch da die Gebärmutter entfernen“ und wie viele mir das da gesagt haben: „Raus mit dem Schlons“ und ne, Von ne, Ärzten meinst du, die das gesagt haben? ne, Oder Bekannte, Freunde, äh, ja, mhm. die dann Aber auch Ärzte haben geraten, die Gebärmutter zu entfernen? war das ein Arzt? Ich meine, mit einem Arzt hatte ich gesprochen. Ja, 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 doch, ich war doch noch bei dem, in Gießen hier bei dem Doktor Meinhold-Herrlein. Der auch meinte, dass man die Gebärmutter entfernen sollte. Mhm. Weil die das Problem ist. Ja, genau. Ja. Ja, aber schön, dass du das hier auch noch mal erwähnst, weil das auch 'n super wichtiges Thema ist und dass du das Mhm. auch so schön beschreibst, ne, dass, Schollbach auch bei dir gesehen hat, dass die ganze Gebärmutter wirklich mit diesen Umgehungskreisläufen voll war. Und das ist auch Ja, das, was Andreas mir immer wieder sagt, was er bei seinen Patientinnen sieht, und was halt passiert, wenn die dann wirklich die Gebärmutter entfernen lassen. ja, Ähm, weil da kenne ich einfach auch sehr viele, die gesagt haben, danach ist eigentlich der Albtraum erst losgegangen. ja, ja, kein Wunder. Also, wenn man Ja. das weiß, dann
Und, ja, Dann ist es logisch, ja, aber wenn man's nicht weiß und vor allem, wenn man nicht mhm, weiß, dass man Gefäßkompressionen hat, ja, ähm, ja, wie soll man's wissen, wenn's nicht ja, mal die Ärzte wissen, eben, ne? genau. Und deswegen, liebes Publikum, lasst euch nicht die Gebärmutter Liebe entfernen, Zuhörer. Ja, die muss drin ähm, bleiben. ja, voll schön. Also, irgendwie ist die total, voller Hoffnung, deine Geschichte, Ja, dass es auch schön. gut ausgehen kann. Ich habe Ja. natürlich auch, ähm, Aufnahmen mit, Betroffenen, die dieselbe OP hatten wie du, wo es nicht so gut gegangen Ja, ist. das ist so. Aber mir ist halt einfach auch wichtig, hier im Podcast wirklich alle Seiten und alle Geschichten zu erzählen. Ja, Und es ist individuell. Also, ja, man muss manchmal wirklich sagen, man kann halt leider Pech haben und ja, man kann halt Glück haben. Und genau. deswegen mache ich halt hier auch wirklich gar keine Empfehlungen oder so, Ja, sondern, ja, lasse einfach, jedem selber die Entscheidung. genau. Gibt es denn noch irgendwas anderes, wo du sagst, das hat dir irgendwie total gut geholfen, wo du jetzt, denen, die zuhören, vielleicht mitgeben kannst? Ja, also was mir sehr gut geholfen hat, wenn ich, wieder mal so eine Schmerzspitze hatte, wenn die Scheide extrem brennt, der Kitzler in Feuer steht. Ich habe mit dem Juni-Steaming angefangen. Also, das heißt, ich setze mich, auf 'n Eimer gemütlich, so wie es halt gemütlich geht, wenn man auf 'nem Eimer sitzt. Man kann's bestimmt auch noch anders machen, aber und dann eben Kräuter verschiedene, so wie Frauenmantel, Schafgarbe und dann habe ich mich da drauf gesetzt auf so 'n Dampfbad und du lässt los. Es ist total entspannt. Es ist nur für diesen Augenblick, wo du da drauf sitzt, auch wenn's 20 Minuten sind. Man kann sich Mhm. auch auf die Toilette setzen. Es gibt ja auch so, Moxa heißt das, glaube ich, was man da anmachen kann. Einfach Wärme von unten, die tut derbe gut. Also, diese Entspannung im Muskel kann Mhm. ich nur empfehlen. Es ist aber Ja. nur, für diesen Zeitraum. Danach ist wieder alles normal. Also, Ja, das ich hat kenne immer das aus meiner Kindheit. Also, es ist krass, ja, heute ist es ja unter ich glaube, vor 'n paar Jahren ist das mal so durch Social Media irgendwie ja, gegangen oder ist das aktuell noch, wo so weiß ich gar nicht. Yoni-Steaming Ja, und irgendwie alle haben das dann gemacht, ja, einfach nur so, um, ja, halt, sich was Gutes zu tun, ja, mit allen möglichen Kräutern. Und ich kenne das noch so also, für mich ist das so totale Kindheitserinnerung und aber auch nicht so wirklich 'ne gute Erinnerung. okay. Eben weil ich als Kind unglaublich oft also, meine Mutter hat mir dann immer Kamillentee gemacht, Mhm. hat den dann halt in so 'ne Schale und die Schale hat sie unter den Klodeckel dann also, quasi im Prinzip Ja, in die Toilette genau. gestellt, 'n Klodeckel drüber und dann saß ich da als Kind, ne? Ja. Oh, Und natürlich war das dann angenehm, weil dieser warme Dampf, ne, der tut irgendwie gut. ja, Aber ich weiß nicht, dieses Gefühl, wenn du dann aufstehst, wie ja. kalt das dann ist. Ja, das stimmt. Der Genau, Übergang. und deswegen ich habe auch so 'n Kamillentee-Trauma, weil ich einfach auch ganz viel Kamillentee getrunken habe. Aber Ja, viele sagen ja, dass, bei Brennen wirklich 'ne heiße Wärmflasche zwischen den Beinen ja, hilft oder manche gehen dann sogar in die Dusche und ja, duschen sich dann heiß, zwischen den Badewanne. Beinen ab. Ja, Ähm, und, Andreas hatte mir 'n bisschen gezeigt gehabt, was mir auch sehr gut geholfen hat, eigentlich das Einzige, weil mir hat eigentlich wirklich nie was geholfen, okay. das war Akupressur. Ja, erzähl. Ähm, Was das hast du da hat gemacht? er halt bei mir gemacht, Ja, und das hat tatsächlich ist dann mit Wärmflasche und Akupressur nach 'ner Stunde ist das Brennen weggegangen. schön. Und da habe ich gedacht so: „Boah, das müssen wir eigentlich auch rausbringen in die Eigentlich Welt." schon. Ja. Ne, Und alle, die da halt Probleme haben und wie viele denken, sie haben 'ne chronische Blasenentzündung ja. und es ist eigentlich der Pudendusnerv. Also Ja, so ja, ne? mhm, Ja, es ist der Intimnerv, der ist damit verbunden. Also, ja. ja. Und auch Männer. Also, habe jetzt Ja. mit 'n paar Männern auch Kontakt, natürlich nicht so viele, wie mit den Frauen, aber die haben dann auch Probleme, ne? Mhm. Aber Fahrradfahrer da ist oft, es ne? vielleicht noch mehr Tabuthema, weil da Ja. redet man ja dann erst recht nicht über so was. Genau, und das wollte ich auch noch sagen, es ist Tabuthema. Es ist 'n immer noch schambehaftet, wenn man über seinen Intimbereich redet und ich Absolut. finde das überhaupt nicht. Also, ich bin frei aufgewachsen und da also, mir macht das überhaupt nichts Unangenehmes, wenn ich darüber rede. Das war auch mein, wie soll ich sagen also, wenn mich Leute gefragt haben: „Was hast du denn?“
dann habe ich natürlich nicht jedem immer direkt aufs Brot geschmiert, was ich habe, aber, die haben immer alle große Augen gekriegt und das war mir super wichtig, dass ich allen immer erzähle, was genau das so ist. Nicht jedem natürlich, aber, Mhm. einfach damit ich das weitererzählen. Wenn die mal irgendjemanden hören, der darüber redet mit: „Aua, es brennt, Mhm. ich habe da mal was gehört“ oder so, super wichtig. Deswegen, da ist nix zum Schämen, das ist ganz normal. Ja, Ja. genau. Und es betrifft viele. Ja, genau, Ja. die immer noch ihren Mund halten, ja. Ja. Ja, schön. Also, jetzt haben wir ja irgendwie doch viel mehr über, den Pudendusnerv geredet, als eigentlich über deine 2 großen, Okay. Bauchoperationen. Ja. Ja, da ist ja auch nicht so viel passiert. Also, ja, also, ich finde das danach also, ich liebe ja Narkosen. Ich mag das ja. Ich kann mich da voll gehen lassen, wenn ich dann da so liege, alle betüddeln dich und dann schläft man so langsam ein und man wacht dann auf und, ach, man fühlt sich dann so ach, ich finde das eigentlich schön so. Ja, also, der Gut, also du verträgst dann scheinbar auch die Narkose. mir wird voll übel danach. Ich sage das dann auch immer, die geben mir meistens was, aber meistens hilft das auch nicht und ich muss mich übergeben. Aber trotzdem, dieses Einschlafen liebe ich einfach, finde ich total schön. Ja. Also, Ja, ich habe auch keine Angst davor. Es gibt ja Leute, die wirklich da auch Angst haben, was ich ja, auch nachvollziehen kann. verständlich. Ja. Aber ich habe jetzt tatsächlich Angst vor der Narkose, nicht wegen der Narkose, sondern weil ich halt danach 3 Tage und Nächte mich nur übergeben gehabt. Boah, Also, boah, das ist so wirklich fies. nur. Und ich habe gedacht, ich kann nicht mehr, weil ich habe nur geschlafen, die Mhm. Opiate auch. Das war noch auf der Intensivstation und Ja. jedes Mal, wenn ich aufgewacht bin, musste ich mich direkt übergeben. Und die Boah. haben mir dann wirklich ich weiß nicht, wie oft ich da auf diesen Knopf gedrückt habe und die wussten dann schon die kamen, haben mir die Tüte abgenommen, haben mir 'ne neue in die Hand gedrückt. Ich bin mit der neuen eingeschlafen, bin Oh, aufgewacht, habe reingespuckt, habe 'n Knopf gedrückt. So ging das 3 Tage und Nächte, boah. Boah, wirklich. also, Übelkeit ist so ist Also eklig. und da habe ich auch gedacht: „Was habe ich mir angetan?“ Aber Ja. schön, dass das bei dir nicht so extrem Nein, so extrem wie bei dir ja, nicht. aber da Ja. fällt mir ein, weil jetzt habe ich natürlich wieder das Ja. Mastzellaktivierungssyndrom im Kopf. Ja, habe ich auch manchmal. Ja, aber ich bin noch nicht weiter damit. Mhm. Erzähl. Und, weil es ja auch immer irgendwo 'n Zusammenhang gibt mit, Bindegewebsschwäche. Ja, Weißt du da was bei dir? also, ich war beim Humangenetiker und also, die konnten das, nicht ausschließen, aber die sind ich habe mich jetzt 'n zweites Mal testen lassen und die sind immer noch dran, die forschen immer noch. Also, die forschen schon seit über einem Jahr Hm, und ich warte immer noch auf die Ergebnisse. Also, Ergebnisse auf das Ehlers-Danlos-Syndrom oder auf irgend 'ne Bindegewebserkrankung. Ja, ich warte mhm. noch darauf. Okay, ist ja auch Ja. komisch, weil EDS kann man ja im Blut nachweisen, muss man ja nicht 'n Jahr Mhm. warten. Ja, ich hatte die schon mal angeschrieben. Die sagten, die sind sehr aufwendig, die Untersuchungen da, und es würde alles noch dauern. Aha, Mhm. okay, na ja, Ich bin gut. Also, gespannt. ich weiß, ich habe auch lange auf meine Ergebnisse vielleicht habe ich auch 'n Jahr warten müssen. Und wie war dein Ergebnis? Hast du Ehlers-Danlos? Ne, also die Typen, die im Blut nachgewiesen werden können, waren alle negativ. Okay, ist ja Ne, gut. wichtig war ja vor allem das, vaskuläre Ehlers-Danlos, Mhm. ne, das VEDS. Ja, Also Gott sei Dank habe ich das ja, nicht. ja. Und das hypermobile EDS, das HEDS, das ist 'n Fragezeichen, weil 'n paar das kann man ja nicht im Blut nachweisen bisher. Es gibt diese Kriterien, die man dann erfüllen muss und 'n paar erfülle ich und die meisten aber halt nicht. Mhm, Und es gibt aber halt wohl auch so 'n Spektrum. mhm. Also, das heißt wie heißt 'n das? Ich habe es irgendwie auf Instagram einmal in 'nem Post mit drin, Ja. will jetzt aber auch nix Falsches sagen. Und was Aber wenn sagt man irgendwie Hypermobil Spektrum oder so googelt, dann, findet man das bestimmt. oh, da gucke ich mal. Also, Dr. Schulbach hat das, in meinem Bericht stehen. Also, der hat so 'n paar Tests gemacht. Da steht hypermobiles EDS, aber Ja, aber ob's das wirklich immer ist, ich ja. glaube nicht so ganz dran. Also, viele haben jetzt die Diagnose HEDS, Mhm. aber bei den wenigsten treffen wirklich also alles drauf zu, ne? Und die Mhm. Frage ist dann halt aber auch, es gibt ja vielleicht auch noch andere Typen, die einfach noch nicht so wirklich, festgelegt sind Ja. oder,
ja, da genug Studien vorliegen oder Ja, so, ne? Es gibt ja jetzt 13, 14 Typen. ja, ja. Äh, Wer weiß, ja, was noch ob da jetzt alles. immer mehr dazukommt, oder ob man sich dann doch in diesem Spektrum bewegt. Ja, Ja, also genau. ich schreibe es dir, sollte ich Bescheid kriegen irgendwann mal von Ja, voll was du empfehlen gerne. hast. Ja, genau. Genau. Ja. Aber wollte, Dr. Alma Kapler das irgendwie vor der OP wissen, ob du dahingehend irgendwie, EDS hast? Nein, das wollte er War nicht keine wissen. Bedingung für die OP? Mm, ne, Okay. für ihn nicht. Und das hast du dann einfach so testen lassen? Ja, also beim zweiten Mal, als ich bei Doktor Schulbach war, der hatte nachgefragt, ob das schon irgendwie bestätigt wurde. Dann hat er mit mir Ah, halt so ein paar Tests gemacht, wie gesagt, und das war das einzige Mal, dass das erwähnt wurde, dass ich mhm, das habe. Bis jetzt halt, mhm. ja, was da noch aussteht. Ja, krass. Also, das heißt aber, du hast im Prinzip könnte man sagen, du hast wieder 'n normales Leben? Nein. Also, ich kann immer noch nicht arbeiten gehen. Also, ich habe meinen Beruf aufgegeben. Ich bin in Erwerbsminderungsrente Mhm, und, weil es einfach das ist ein Stehberuf und, auch ich bin gelernte Friseurmeisterin, ist auch ein Stehberuf, kann ich nicht mhm, machen. Ich versuche mich jetzt gerade, ich habe mich ein bisschen weitergebildet, Video Creator, also Videos zu drehen für vielleicht verschiedene Firmen, wo ich hier von zu Hause aus was arbeiten kann, weil mhm, es stellt mich keiner ein. Ich falle ja auch jetzt wieder, mit den also, ich habe gerade Probleme und, damit gehe ich nicht vor die Tür, einfach weil ich fühle mich dann unwohl. Und ich mhm, möchte auch nicht irgendwo stehen und jammern und sagen: „Oh, mit“, weil es ist ja ein Auf und Ab, auch tagsüber ein Auf und Ab und es ist einfach keine Regelmäßigkeit, damit mhm, aufzubringen. Ich habe einen besseren Alltag, mit dem ich den ich jetzt schön gestalten kann, ohne dass ich Schwierigkeiten habe, aber und ich gehe auch manchmal noch zu meinem alten Chef, und helfe da was aus, aber wirklich nur an Tagen, wo es mir richtig gut geht. mhm, Ja, sonst möchte ich die nicht nerven mit meinem Scheiß. mhm. Ja. Das heißt, was ist das, was dich jetzt noch, ja, so einschränkt? Ja, der Pudendusnerv nach wie vor. Also der Doch und, noch, obwohl der besser geworden ist? obwohl das besser geworden ist es dann aber es sind immer noch genügend Tage, wo der aktiv ist. Also, sagen wir mal so, äh, ja. Mhm, Also, ich sage jetzt mal so 15, 15. 15 Tage liege ich flach, 15 Tage habe ich fast normales Leben, wobei da dann auch wieder andere Sachen stark in 'n Vordergrund rücken, wie meine extrem starke Übelkeit. Also, über eine Woche lang ist mir einfach nur immer kotzübel. Ich weiß noch nicht warum, das habe ich seit der OP. Vielleicht ist irgendwas Neues entstanden wieder. Ich habe keine Ahnung, da bin ich aber noch dran. Also, ich habe Ende des Monats, einen Ultraschalltermin noch mal beim Dr. Al-Makabblar. Da wollte er noch mal schauen, warum das so ist, weil ich auch starke Rückenschmerzen seit der OP habe. Es kann sein, dass das durch diese Blutverlagerung kommt. Also, der meinte, er weiß das auch. Er hat das auch gesehen, dass da eine Vene stark durchblutet ist und das wollten wir jetzt mal beobachten. Ja, also es ah, laufen immer okay. noch Kleinigkeiten drumherum, die mich von einem ganz normalen Leben einfach noch da bin ich noch weit von entfernt. Ja, Mhm. also Also, bist du jetzt nach der OP nicht beschwerdefrei, ne? Also, ne, das ist ja dann auch wichtig, so 'n bisschen dann, den Zuhörern zu verdeutlichen. Nicht, dass die jetzt da irgendwie falsche Hoffnungen haben und ja, denken: „Ja super, dann macht man die OP und dann ja. hinterher Die hat läuft aber man 'n gesagt Marathon“ oder so. genau, ja. Ne, also so ist das nicht. Bin nicht beschwerdefrei, genau. Mhm. Ja. Ja, aber es geht dir auf jeden Fall trotzdem besser Und das ist so als viel, viel vorher. mehr wert. Mhm. Wirklich. Ich habe früher wirklich, fast nur im Bett gelegen und geheult und schlechte Gedanken gehabt, Selbstmordgedanken, weil dieser brennende Schmerz einen in den Wahnsinn treibt. Wirklich. Also und dieses Bild zu dem Bild, wie ich jetzt bin, das ist schon 'ne deutliche Veränderung. Man muss diese ganz kleinen Schritte für sich sehen einfach, diese ganz kleinen Erfolgsschritte für sich sehen. Und das ist wichtig. Ja, Ja, das ist eigentlich 'n schöner Schlusssatz. finde ich auch. Ja, Voll schön. ja. Ich danke dir, dass du deine Gerne. Geschichte mit uns allen geteilt hast. Danke dir. Du hast auch sehr schön Ähm, gefragt. Sehr und angenehm. ja, danke dir und, ich hoffe natürlich, ja, dass der Termin, den du dann hast, vielleicht erklärt, warum da noch die ein oder anderen Probleme sind. Ja.
bestimmt. Ja. Tschüss. Tschüss. So, das war's für heute. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Bitte bedenke, dass alle besprochenen Behandlungen und Therapien keine Empfehlung sind, sondern von dir selbst gut durchdacht und recherchiert werden sollten. Es gibt bisher nicht die eine Lösung. Wir stehen noch am Anfang und jeder Krankheitsverlauf ist individuell und sehr komplex. Wenn du dich näher informieren möchtest, dann schau auf der Instagram-Seite von Vascular Voices vorbei. Dort gibt es wöchentlich Beiträge zu den Gefäßkompressionen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du magst, kannst du unten ins Kommentarfeld schreiben, wie du sie fandest, oder den Podcast mit Sternen bewerten. Damit hilfst du selbst aktiv mit, die Krankheit bekannter zu machen. Denn glaub mir, du bist nicht allein. Wir sind ganz viele.